Nach der sicheren Ankunft aus der Antarktis in Bluff, dem südlichsten neuseeländischen Ort, beginnen wir unsere Süd-Nord-Durchquerung Neuseelands mit der Fahrt über Te Anau zum Milford Sound. Auf der Fahrt gibt es etliche lohnende Zwischenstopps, hier zunächst die sogenannten Mirror Lakes. So, Neuseeland ist Linksverkehr. Schließlich erreichen wir den Milford Sound bei bestem Wetter. Bei 200 Regentagen im Jahr und 8 Meter Niederschlag keine Selbstverständlichkeit. Milford Sound bei gutem oder schlechtem Wetter ist wie der Unterschied zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografie. Da war er dann am nächsten Tag, der Regen. Die Kajaktour ist dann buchstäblich ins Wasser gefallen und stattdessen unternehmen wir eine Bootstour auf dem Sound bis zum Meer. Und dann heißt es Abschied nehmen von der schön gelegenen Milford Sound Lodge. Auf dem Rückweg unternehmen wir noch eine kurze Wanderung durch einen verwunschenen Wald. Weiter geht es entlang des Wakatipu-Sees und über die Crown Range Passstraße in Richtung Wanaka.
Von Wanaka geht's umgehend gut 1400 Meter hoch auf den Royce Peak, der einen atemberaubenden Blick auf den Mount Aspiring Nationalpark bietet. Servus! Sehr schöne Wanderung. Genau, 1200 Höhenmeter nach monatelang oder wochenlange gar kein Sport. Vor dem Gipfel des 1578 Meter hohen Royce Peak befindet sich der sogenannte Social Media Point, dessen Ausblick das ultimative Gefühl von Freiheit vermittelt. Und schließlich erreichen wir den schmucklosen Gipfel. Gut, dass wir uns gleich zum Royce Peak aufgemacht haben, am nächsten Tag dann Regen und ein Temperatursturz um etwa 20 Grad. Die perfekte Gelegenheit, sich bei einer Weinprobe im fantastisch gelegenen Ripon Weingut bei Wanaka von den Strapazen des Royce Peak auszuruhen. Die Weine des Ripon Weinguts werden nach den Prinzipien des Anthroposophen Rudolf Steiner angebaut. Ob es daran liegt, wissen wir nicht, doch zählten die Weine zu den besten, die wir in Neuseeland probiert haben. So from the 30 varietal they tried at the beginning, now we're down to 6 only. So they just choose the one that were happy here, according to the climate we have here and according to the schist soil we have. Am dritten Tag in Wanaka unternehmen wir eine 20 Kilometer lange Wanderung rund um die Stadt mit Besteigung des 548 Meter hohen Mount Iron, dem Hausberg Wanakas. So, auf verwachsenem Pfade zu dem Flussbett. Vom Mount Iron geht's dann hinab zum Clutha River, der zu den 10 schnellsten Flüssen weltweit gehört. Nach langer Wanderung entlang des Clutha River erreichen wir schließlich den Lake Wanaka. Weiter geht's über den Lindis Pass zum Oahu Lake mit Blick auf den Mount Cook, den höchsten Gipfel Neuseelands. Willkommen im Temple Valley.
Eine etwa 3-stündige wunderschöne Wanderung führt uns durch das Hooker Valley zum Hooker Lake, ganz nahe an den 3724 Meter hohen Mount Cook, maorisch Aoraki genannt, den höchsten Berg Neuseelands. Der State Highway 6 bringt uns von Wanaka durch die Südalpen weiter nach Norden an die Westküste, zunächst vorbei am wunderschönen Lake Avea. Auf dem Weg lassen wir uns die halbstündige Wanderung zu den vielgepriesenen Blue Pools nicht entgehen. Am Abend erreichen wir dann die Westküste bei Haast mit seinem etwa 63 Kilometer langen wilden Strand. Am Nordende des Haast Beach unternehmen wir eine kurze Wanderung durch Regenwald zu der rauen Küste. Der Fox-Gletscher ergießt sich aus den Südalpen am Mount Cook-Massiv in den Regenwald an der Westküste.
Auf dem Rückweg lohnt es sich, auf dem Moränenpfad durch den sehr wilden Regenwald abzusteigen. Hier wird der Herr der Ringe wieder wahr. Eine 90-minütige Wanderung führt uns rund um den Lake Matheson, in dem sich bei passenden Verhältnissen der Mount Cook und der Mount Tasman spiegeln. Heute leider nicht. Mitten im Regenwald gelegen erwartet uns das Te Wauni Forest Retreat in Franz Josef, am gleichnamigen Gletscher gelegen. Als überfüllt und enttäuschend erweist sich dann der Aussichtsplatz auf den Gletscher Franz Josef, preisen doch die Reiseführer die gigantischen Eismassen, die sich in den Regenwald hinein ergießen. Wir entscheiden uns dann kurzfristig für den Aufstieg zu den Aussichtspunkten am Alex Knob, der wenig begangen ist und 800 Meter hoch durch schönen Regenwald führt. Auf die Berge folgt das Meer. Unweit von Franz Josef unternehmen wir eine Tageswanderung im Westland Tai Poutini Nationalpark auf dem Okarito Coastal Circuit. Man muss hier das Zeitfenster von 2 bis 3 Stunden während der Ebbe einhalten, ansonsten ist der wilde Küstenweg unpassierbar. Neuseeländische Westküste pur. Von Franz Josef geht es weiter an der Westküste nach Shantytown, eine von Hobbyhistorikern aus den Originalgebäuden der Goldrauschzeit zusammengesetzte Siedlung. Auch in Neuseeland hofften Mitte des 19. Jahrhunderts viele auf das schnelle Gold durch Flussgold.
Wir verlassen Shantytown und fahren an der rauen Westküste weiter nordwärts. Beeindruckend zeigen sich die 30 Millionen Jahre alten Pancake Rocks von Punakaiki. Ja, super. Sind wir an den Pancake Rocks Gelandet. Aber es ist wirklich traumhaft. Bei Punakaiki wohnen wir mitten im Regenwald in einer der Lodges des Te Nikau Forest Retreat. Der kurze Truman Track führt uns in einer Viertelstunde zum Sonnenuntergang in eine traumhafte Bucht. Frühstück In der Hideaway Cottage. Bei Westport verlassen wir die Westküste und fahren durch das Inland weiter nach Osten in Richtung Marlborough. Über die Ballerschlucht führt die längste Hängebrücke Neuseelands. Ultimate Bridge Experience. Wenn man das so als Attraktion macht. Entlang der Nordküste der Südinsel und über den Highway 6 geht es weiter nach Marlborough, dem Eldorado des neuseeländischen Weines, weltberühmt durch seine Sauvignon Blancs. Hier unternehmen wir eine private Weintour durch eine Auswahl der Weingüter.
Now we go to pray a bit. I made the mistake once without knowing that I had somebody that was religious on the van talking about communion and coming here, and she wasn't very happy about me. Tropical notes like a bit of pineapple, and then the texture is richer. Kaum zu glauben, dass die Geschichte des neuseeländischen Weinbaus erst Anfang der 1970er Jahre beginnt und so richtig Fahrt erst Anfang der 80er Jahre aufnahm. Insbesondere haben sich hier auch französische Winemaker niedergelassen. Die Laune steigt von Weingut zu Weingut. Would you do it again? No. We understand how these things work. Just wanted to tell you while we had time. Chris and his company always brings in the most delightful visitors to us here. I don't know how it is and how he manages to, but he does. Yeah. And would you like to try the Pinot Gris? Yes. So there is yeast up here in all the fruit, and there's yeast in the air during the harvest. So Und dann wurde es nochmal richtig spannend. Schon bei unserer Ankunft in Neuseeland erfuhren wir, dass der Fährbetrieb zwischen Nord- und Südinsel wegen Maschinenschadens und Wartungsarbeiten praktisch zum Erliegen gekommen ist und Tickets über Monate hin ausverkauft sind. Eine Herausforderung, wenn man mit dem Auto zwischen den Inseln übersetzen will. Auch unsere Fähre ist eine Woche vor Abfahrt außer Betrieb und wir konnten zum Glück noch einen Platz auf der anderen Fähre ergattern. Nach Rückkehr von der schönen Weintour dann die Überraschung. Auch die Alternativfähre am nächsten Tag war storniert. Eine Stunde später dann aber Entwarnung. Wir waren auf eine Fähre am nächsten Morgen gebucht und durchqueren früh am Morgen den legendären Marlborough Sound von Picton nach Wellington. Nur kurz verweilen wir in der freundlichen neuseeländischen Hauptstadt Wellington, essen dort noch das gleichnamige Filet und fahren dann weiter zum Trekking in den Tongariro Nationalpark. Die erste Wanderung führt uns ausgedehnte 17 Kilometer weit mit nur wenigen 100 Höhenmetern zu den beiden wunderschön gelegenen Tama Lakes. Dabei haben wir stets den 2672 Meter hohen Vulkan Ruaipu und den 2287 Meter hohen Ngauruhoe vor Augen. Der Ruaipu ist zugleich die höchste Erhebung der neuseeländischen Nordinsel.
krönender Abschluss der Bergwanderungen unserer Weltreise und sicher die spektakulärste Tour in Neuseeland. Das Tongariro Alpine Crossing. Mit knapp 20 Kilometern, 800 Höhenmetern im Anstieg und 1100 im Abstieg, zwar vergleichbar mit den anderen langen Touren, entpuppte es sich dann doch als die kräftezehrendste unserer Reise. Die Tour führt zunächst wieder vorbei am 2287 Meter hohen Vulkan Garowe, allerdings auf der anderen Seite als am Vortag bei der Wanderung zu den Tama Lakes. Gipfel des 1886 Meter hohen Red Crater angekommen, verlassen wir die Seite des mächtigen Mount Garowe und wenden uns den 3 leuchtend grünen Emerald Lakes beim Abstieg durch den Aschestaub zu. Jetzt geht's wieder runter. Nach den grünen Emerald Lakes führt der Weg am tiefblau glänzenden Blue Lake vorbei. Hier sollte man weder baden noch essen, da der See bei den Maori als heilig gilt. Alle paar Kilometer gibt es ausreichend Toilettenhäuschen, die dem Sturm standhalten. Der Abstieg führt dann 9 Kilometer lang über endlose Serpentinen, 1000 Meter hinab Richtung Lake Taupo.
Bei Rotorua auf dem Weg Richtung Norden zur Coromandel-Halbinsel dampft und brodelt es überall. Durch die Unwetter im Januar 2023 waren viele Straßen auf der Nordinsel unpassierbar und wir erreichten auf Umwegen die Coromandel-Halbinsel. Hier ist Strand obligatorisch. Gesellig ist die Suche nach heißem vulkanischem Thermalwasser am Hot Water Beach auf jeden Fall. Unsere schöne Unterkunft liegt in Hahei beim beliebten Hahei Beach. Aufgrund der durch den Orkan zerstörten Wanderwege konnten wir die berühmte Cathedral Cove leider nicht besuchen. Coromandel ist bekannt für seine Austern und Muscheln, so lassen wir es uns nicht entgehen, diese stilecht in der Coromandel Oyster Company zu probieren. Some lemon for the... Please. Ah, yes, a piece. Okay, Yeah. thank you. Thank you. The Oyster Company. Frische Austern aus Coromandel.
Auckland. Mit 1,6 Millionen Einwohnern ein richtiger Kulturschock nach 3 Monaten Einsamkeit in Patagonien, der Antarktis und dem Rest Neuseelands. Verkehrsstaus und quirliges Leben am Samstagabend waren für uns wieder neu, aber wir waren im positiven Sinne von der einstigen Hauptstadt Neuseelands überrascht. Als Durchreiseort in die Südsee geplant, wurde es dann doch zum schönen Abschluss der Neuseeland-Süd-Nord-Durchquerung. Und schon geht es weiter zu unserer 4. und letzten Station. 4 Stunden Flug von Auckland nach Tahiti und Südseeträume werden in Französisch-Polynesien wahr.